mein Name ist Michel Müller. Ich bin Architekt und lebe und arbeite in Darmstadt in unserem Studio, was ich zusammen mit meiner Frau Jessica Coates führe und unterrichte an der Technischen Hochschule in Köln das Fach Künstlerisch-Experimentelles Entwerfen. Was mir natürlich auffällt, ist, dass auch innerhalb Londons eine gewisse Stadtentwicklung genauso eine Rolle gespielt hat wie auch in anderen Städten. Also als Gilbert und George in ihr Haus eingezogen sind, befand es sich eher im periphereren Bereich, der eben nicht so interessant war. Das hat sich natürlich auch verändert. Und diese Entwicklung ist etwas, wo man sich natürlich fragen sollte, wie kann man denn darauf reagieren? Und da geht es natürlich um Begriffe wie Gentrifizierung und so weiter. Also wie verändert man Stadt so, dass nicht nur diejenigen dort leben können, die es sich leisten können, sondern vielleicht auch Leute leben können wie Gilbert und George, als sie gerade mal aus der Akademie kamen und angefangen haben, Kunst zu produzieren, versucht haben, davon zu leben. Also ich glaube, gelesen zu haben, dass es auch darum ging, dass dass ein neues Ateliergebäude entstehen sollte für Gilbert und George in einem dieser Hinterhöfe und dass natürlich das auch zu gewissen Konflikten geführt hat. Und da stellt man natürlich fest, dass das Thema der Gestaltung, also Verteilung und Organisation von Raum fast zwangsläufig zu Konflikten führt. Also weil es nämlich immer darum geht, sozusagen die Grenzen neu zu definieren, zu verschieben und zu übersetzen. Und das führt eben dazu, dass es immer etwas ist, was im Gesamtzusammenhang verhandelt werden müsste und besprochen werden sollte, um zu einer gemeinschaftlichen Lösung zu kommen. Also das Thema Kunst für alle beinhaltet unterschiedliche Aspekte. Bezogen auf die Frage beispielsweise stadträumlicher Entwicklung geht es auch um Raum für alle und quasi um Stadt für alle. Also das Interessante ist ja auch bei der Aussage von Gilbert und George, dass sie zum Beispiel eine Sache sehr wichtig finden, dass man nicht kritisiert. Also dass man sozusagen Dinge immer versucht, im Sinne einer gewissen Großzügigkeit zu übersetzen. Und dass sie die Leute einladen, beispielsweise zum Abendessen, zum Dinner, und dass sie immer sozusagen auch die Rechnung zahlen. Also dass es eigentlich um die Frage geht, wie schafft man quasi einen gesellschaftlichen Austausch und einen Kontakt, der dann darüber auch wiederum eine Entwicklung erzeugt, dadurch, dass man sich über bestimmte Dinge unterhält, bestimmte Dinge möglicherweise diskutiert und in Frage stellt, aber immer darüber nachdenkt, wie sich Dinge vielleicht entwickeln könnten. Also Ausstellungen fanden dann in Cafés statt und es gab umsonst Tee zum Trinken, also um gewissermaßen eine Nähe zu erzeugen zu den Menschen in der Stadt, also die üblicherweise nicht in die Galerien gehen, um sich Kunst anzuschauen. Also es ging ja um den Aspekt, wie schafft man Kunst für alle? Und das ist natürlich auch wiederum ein Aspekt, der interessant ist, wenn es um Formen von Urbanisierung, städtischer Entwicklung und der Frage geht, wie findet Leben in der Stadt statt und wie schafft man einen Lebensraum, der genau das ermöglicht, auch in der Zukunft. Also dass es eben nicht um eine reine elitäre Situation geht, die alles andere ausschließt, weil man eben nicht das Geld dazu hat. In dieser Diskrepanz befinden sich natürlich auch Gilbert und George in ihrer eigenen Entwicklung. Ich denke, dass Gilbert und George natürlich auch das Politische reflektieren in ihrer Arbeit und die Arbeit selbst auch sehr stark experimentell sozusagen funktioniert, dass sie immer wieder Details untersucht haben, sei es jetzt über die Entwicklung zwischen dem Analogen und dem Digitalen, wo ein Trommelscanner plötzlich eine gewisse Qualität erzeugt hat oder das Mikroskop, mit dem bestimmte Dinge untersucht wurden, wie Blut, Sperma oder wie auch immer, ja, und was sozusagen eigene Strukturen erzeugt hat. Und in der Architektur geht es natürlich auch sehr stark um die Frage der Strukturen. In dem Fall natürlich bauliche Strukturen, aber wenn man die sich im Mikrokosmos anguckt, stellt man eben fest, dass dieser Mikrokosmos in der Summe unterschiedlicher Ansätze etwas Eigenes ergeben kann, was über eine besondere Qualität verfügt.
Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Ansatz. Ja, es ging ja um die Frage, wie Gilbert und George auf den öffentlichen Raum, also wie Gilbert und George in Interaktion tritt mit dem öffentlichen Raum. Also es werden ja bestimmte Dinge gefunden beispielsweise, die man sieht. Es entstehen natürlich auch Gespräche in der Stadt mit Leuten, die man kennt. Also die Leute reagieren auch auf Gilbert und George. Und von daher geht es natürlich um das Thema, wie die beiden sozusagen auch als Raum wahrgenommen werden. Also in dem Fall ein dynamischer Raum, der sich durch die Stadt bewegt. Also es ging nicht darum, im autonomen Atelierbereich zu arbeiten. Also sie haben sogar die Frage des Ateliers sozusagen ausgeschlossen und sind in die Stadt hineingegangen. Also es gibt ja so diese 3 Aspekte, Walking, Relaxing und das Schauen und so weiter. Ja. Also quasi die Reflexion quasi des städtischen Raums und die Integration dessen in die eigene Arbeit. Und das war das Material, aus dem sie bis heute noch sozusagen resultieren, die Arbeiten. Und sich die Arbeiten natürlich insofern auch immer weiter verändert haben, weil sich die Welt verändert hat und weil sich die Umgebung geändert hat. In dem Falle natürlich East End auch ein ganz anderes Stadtviertel wurde, als es vor fast 50 Jahren war, also Anfang der 70er Jahre oder Ende der 60er Jahre. Ja.